Servus aus dem Walzwerk in Hockenheim. Mein Name ist Markus Walz. Willkommen zu einem neuen YouTube-Video, in dem ich euch heute mitnehme zu einer kleinen Reise über die Entstehung unserer Auspuffanlagen. Primär natürlich zu unseren Klappenauspuffanlagen, aber es gab ja auch eine Zeit vor den Klappenauspuffanlagen. Und zwar muss ich da einige Jahre zurückspringen. Wir bauen die Schizosia seit 2013. Und als wir die ersten Prototypen bauten oder die ersten Kundenmotorräder bauten, war ich auf der Suche nach einer Auspuffanlage, nach einer individuellen oder nach einer Auspuffanlage, die anders aussieht als die es regulär zu kaufen gab, und habe da nichts gefunden. Ich habe dann verschiedene Auspuffanlagenhersteller angefragt und mit einem Auspuffanlagenhersteller, mit dem wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, das war SC Project, haben wir eine Auspuffanlage entwickelt, die es von der Form her so noch nie gab. Und SC Project hat exklusiv für uns dann Auspuffanlagen gefertigt, wie wir sie in den letzten 12 Jahren an jedem Motorrad verbaut hatten. Die Form dieser Auspuffanlagen wurde dann ein Stück weit ein Stilelement von unseren Motorrädern, wurde aber natürlich wie alles von zig Marktbegleitern 1:1 oder nahezu, oder wurde versucht nahezu 1:1 zu kopieren. Das war aber eine Auspuffanlage, ESC Project Anlage, die mit einem normalen Absorptionsdämpfer arbeitete, mit einem dB-Iter, den man wechseln konnte. Es gab leise dB-Iter und laute dB-Iter. Und so konnte man die Auspuffanlage dann seinem individuellen Geschmack anpassen, laut oder leise. So wie es auch immer noch ist. So wie es auch immer noch ist. Die Anlagen gibt es tatsächlich immer noch zu kaufen bei uns im Online-Shop. Ab und zu verbauen wir sie auch noch an unseren Motorrädern, ganz klar. Und aber für mich war das nie wirklich 100% befriedigend. Dieses Wechseln von dem dB-Iter, die verschiedenen Lautstärkenlevel zu erreichen. Und da war ich dann 2023, war ich auf einem Harley-Event in Österreich, in Fark, auf der European Bike Week. Und mit einem Auspuffanlagenhersteller, mit dem ich schon zu Harley-Zeiten zusammengearbeitet habe und mit dem ich tatsächlich schon eine 30-jährige oder über 30-jährige Geschäftsbeziehung habe, ist die Firma Jekyll & Hyde. Die Firma Jekyll & Hyde ist der weltweit größte Hersteller für Klappenauspuffanlage für Motorräder. Und da saßen wir dann abends in Fark beim Abendessen, und da haben wir darüber gesprochen, dass es für BMW, für luftgekühlte BMW-Motoren oder generell für BMWs keine Klappenanlagen gibt. Und das ist tatsächlich so. Für die luftgekühlten BMW ja sowieso nicht. Mittlerweile gibt's für die ganzen GS und R12 und R90, da gibt's ja mittlerweile Klappenanlage, aber für die luftgekühlten BMW-Motoren, so wie wir sie bauen, gab's das noch nicht. Also da ist mehr oder weniger die Idee entstanden, da was zusammen zu machen mit der Firma Jekyll & Hyde, die übrigens in Holland sitzt und eine komplette autarke Firma ist. Also alle Fertigungsprozesse, alle Entwicklungsprozesse passieren dort im Haus. Also da wird nichts fremdvergeben, da wird alles im Haus selbst gemacht. Ja, wie gesagt, die Idee ist dann relativ schnell aufgegriffen worden. Und wir hatten vereinbart, dass wir zu Jekyll & Hyde 5 Fahrzeuge liefern, also 5 luftgekühlte BMW-Motoren. Das war eine R80 im Originalzustand, eine R100 im Originalzustand, eine von uns umgebaute R80 mit 800 Kubik, eine von uns umgebaute Shizo mit 1000 Kubik und dann noch ein Fahrzeug mit dem 7-Rock 1000 Kubik Kit. Also 5 verschiedene Fahrzeuge mit 5 verschiedenen Motoren. Und an diesen 5 Fahrzeugen wurde diese Auspuffanlage dann entwickelt. Und der Entwicklungsprozess von der ersten Idee bis zur ersten Auslieferung der ersten Anlage hat fast ein Jahr gedauert. Und was man dazu sagen muss und was auch tatsächlich so ist, und darauf bin ich stolz, das ist die weltweit erste und einzige Auspuffanlage, die speziell und spezifisch für luftgekühlte R80 und R100 Modelle entwickelt und konstruiert wurde. Also, dass ihr mal wisst, wovon wir reden, wenn ihr jetzt mal schaut, welche Hersteller Auspuffanlagen für die luftgekühlten Motorräder anbieten.
dann werdet ihr sehen, das ist eine Menge. Da gibt es eine Menge Anbieter, aber die Auspuffanlagen, die diese Anbieter anbieten, sind ausschließlich zusammengestückelte Anlagen, die eigentlich überhaupt nichts mit dem BMW-Motor zu tun haben. Das beginnt schon bei den Krümmern. Das heißt, die Krümmer, die ihr bei anderen Anbietern findet, das sind in der Regel Serienkrümmer oder nachgebaute Serienkrümmer. Und da wird einfach ein Universalendtopf, ein Universalschalldämpfer adaptiert, der in der Regel ursprünglich mal entwickelt wurde für eine Yamaha, für eine Kawasaki oder für eine Horex oder was weiß ich. Aber nie speziell und spezifisch für ein R80 oder R100 Modell. Das ist der große Unterschied, weil diese Anlage, so wie ihr sie jetzt hier seht, wurde in zahlreichen Probeläufen, also nicht nur jetzt Prüfstandsläufen, sondern auch Dauerläufen. Das heißt, über Tage hinweg wird da mit einem roboterunterstützten System das Motorrad auf einen Prüfstand gefahren. Die Gänge werden durchgeschalten und das über Tage hinweg ohne Pause. Und darauf basierend, auf diesen Daten, wurden diese Auspuffanlagen entwickelt. Das beginnt natürlich alleine schon von der Krümmerführung beziehungsweise vom Krümmerdurchmesser, weil der Durchmesser an unseren Anlagen ist etwas größer wie die Standard-Krümmeranlagen. Das ist 45 mm, original sind es 38. Das hatten auch die SC Project Auspuffanlagen. Genauso ist es. Und die Schalldämpfer, das heißt das Schalldämpfervolumen, das bedeutet der Durchmesser der Schalldämpfer und die Länge der Schalldämpfer wurde explizit auf diese 800er und 1000 Kubikmotoren für diese entwickelt. Also auch die Strömungsführung, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Die ganzen Kanäle, es ist ja nicht nur so, dass hier durch ein Rohr geht und da ist eine Klappe drin, die geht auf und zu. Das ist schon ein extrem komplexes System. Da können wir nachher mal drauf eingehen. Da seht ihr mal so ein Schnittmodell, dann seht ihr, wie das funktioniert. Und das ist recht aufwendig. Und dabei konnte man feststellen, beziehungsweise da konnte man nicht feststellen, daraufhin hat man entwickelt, das war das Ziel, das Entwicklungsziel von Jekyll & Hyde und auch von uns natürlich, dass die Anlage keine Leistungsreduzierung mit sich bringt und dass die Anlage im geschlossenen Zustand nicht lauter ist wie die Serienanlage. Beides ist gelungen. Und da könnt ihr euch mal, da habe ich mal ein Leistungsdiagramm mit dabei. Das können wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen. Hier haben wir also jetzt das Leistungsdiagramm. Da kann man das ganz gut sehen. Hier haben wir eine R80 genommen. Eine R80 mit einer serienmäßigen Auspuffanlage, also mit der Serienauspuffanlage. Und hier kommen wir auf eine Leistung bei der Eingangsmessung von 30,18 Kilowatt. Das sind roundabout 40 PS. Das ist die rote Linie übrigens. Dann sind wir hergegangen, haben unsere Klappenauspuffanlage montiert mit geschlossenen Klappen. Das ist die blaue Linie. Und hier kommen wir auf 33 Kilowatt. Das sind roundabout 45 PS. Bei geöffneter Klappe, das ist die grüne Linie, da liegen dann 40,74 Kilowatt an, was dann 55 PS entspricht. Also in allen Bereichen hat die Auspuffanlage mehr Leistung als die Serienanlage. Das Wichtigste dabei ist, es sind keine Veränderungen am Vergaser notwendig. In dem Fall ist jetzt ein Delauder-Vergaser verbaut. Wenn ihr die Serienvergaser drauf lasst, braucht ihr nichts verändern, da muss nichts umbedüst werden oder da muss auch nichts verändert werden. Was die Klappenverstellung an sich betrifft, das ist das Interessante eigentlich bei der Klappenanlage oder bei unseren Klappenauspuffanlagen. Die Klappenauspuffanlage ist stufenlos verstellbar. Das heißt, es gibt nicht nur auf und zu. Ihr könnt euch selbst bestimmen, wie weit ihr die Klappen öffnet oder wie weit ihr sie schließt. Also man kann sie auch nur 10% öffnen oder auch nur 20 oder auch 80 oder 90 oder komplett offen, wie ihr wollt. Also das Soundlevel bestimmt ihr ganz alleine. Wichtig zu erwähnen für mich ist noch Folgendes. Ich meine, diese Motorräder hier
das sind keine High-Performance-Motorräder. Also wenn man für High-Performance-Motorräder mit 200 PS eine Auspuffanlage entwickelt, dann geht man natürlich anders vor, als wenn man eine Auspuffanlage für, in Anführungszeichen, für einen Cruiser entwickelt. Und was da besonders hervorzuheben ist, bei der Firma Jekyll Hyde, die Firma Jekyll Hyde besitzt das einzige Soundlabor für Motorradauspuffanlagen. Das heißt, die Klangfarbe jeder Auspuffanlage wird dort ganz speziell herausgearbeitet und in dem Dämpfer entsprechend angepasst, sodass jeder Sound auch zu dem passenden Motorrad passt. In dem Falle ist es, was unsere Zielvorgabe war, ein recht dumpfer Klang. Also Lautstärke hat ja nichts mit Klang zu tun. Also wir wollen keine lauten Auspuffanlage, partout, dass sie laut ist. Wir wollen einfach einen guten Klang. Im Video ist es nie so wiedergegeben, wie es tatsächlich ist. Also die Kunden, die hier reinkommen und die Motorräder hier hören, die drehen durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also die sich eigentlich für eine andere Auspuffanlage vielleicht entschieden haben oder für eine Jekyll Hyde, für eine ST Project. Spätestens, wenn sie diese Anlage gehört haben, ist eigentlich alles klar. Also wir hatten noch nie einen, der sagte, okay, das möchte ich nicht. Und da muss ich natürlich auch dann schon dazu sagen, wenn man die Klappenanlage selbst im geschlossenen Zustand hört, das ist schon ein ganz anderer Klang wie die Serienanlage. Aber, wie ich vorhin schon erwähnte, es ist die Lautstärke bzw. die dB-Anzahl ist nicht höher als die Serienanlage. Und all diese Komponenten, die ich jetzt aufgezeigt habe, die werden bei anderen Herstellern, die gibt's gar nicht bei anderen Herstellern, wie ich vorhin schon sagte, das sind Universalanlagen, die irgendwie zusammengestückelt werden. Hier diese Auspuffanlagen sind speziell und ganz spezifisch für die R80 und für die R100 Modelle entwickelt. Ich muss dazu sagen, man kann die Anlage auch passend für die R65 machen, werden ja auch relativ häufig für Umbauen verwendet. Aber dafür haben wir sie nie abgestimmt. Das Motorrad läuft natürlich auch mit einer R65, ganz klar. Aber designt und konstruiert wurde sie für R80 und R100 Motoren, weil diese beiden Motoren recht ähnlich sind, was das Abgasverhalten anbetrifft. Und ich zeige euch jetzt mal die Anlage im Detail. Dazu gehen wir jetzt kurz raus in unseren Ausstellungsraum, in unseren Showroom, und da zeige ich euch mal die Auspuffanlage im Detail. Dann kommen wir hier noch mal kurz zurück und dann zeige ich euch, wo die ganzen einzelnen Komponenten bei der Auspuffanlage oder an dem Motorrad verbaut werden. Und wie ihr seht, wir haben hier im Ausstellungsraum ungefähr 40, 50 Motorräder stehen. Und davon sind, ich glaube, 20 Motorräder oder 15 Motorräder mit Jekyll Hyde Auspuffanlagen ausgestattet. Und also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also eine große Anzahl der Motorräder, die hier steht, hat eine Jekyll Hyde Auspuffanlage montiert. Und ich muss auch dazu sagen, die Anlagen haben wir auf dem Markt seit wann, Marleen? Seit Juni 2025, ne? Genau. Seit Juni 2025 haben wir Auspuffanlagen auf dem Markt und haben bis jetzt, wir hatten vorhin gerade geguckt, an unseren eigenen Motorrädern 126 Anlagen verbaut und ich glaube, verschickt wurden über 300 Auspuffanlagen laut unserer Versandabteilung. Also schon eine ordentliche Stückzahl, geht natürlich auch ins Ausland, viel in die USA. Und wenn die Anlagen geliefert werden, ihr seht, dann kommt sie in so einem Karton. So sehen die aus. Das ist das, was in den Kartons drin ist. Das sind einmal die ganzen Montageteile, individuell verpackt. Steht auch drauf, was drin ist. Das ist wichtig mit Nummerierung. Wenn ihr zum Beispiel die Anlage bekommt, dann ist hier eine Einbauanleitung in Deutsch und in Englisch mit dabei. Da wird Schritt für Schritt
gezeigt, wie die Anlagen montiert werden. Und ist auch eine Stückliste mit dabei natürlich, wie alles montiert und angeschlossen wird. Und natürlich gibt es hier noch so eine Echtheitskarte mit dazu. Eine Owners Card, die ist mit dabei. Eine Produktionsnummer ist mit dabei. Das Produktionsdatum ist mit dabei. Das ist eine recht frische Anlage, 1.6.2026. Die Anlagen gibt es in Edelstahl gebürstet und in Schwarz. Hier haben wir jetzt mal als Beispiel die schwarze Anlage. So werden die geliefert. So sieht der Endschalldämpfer aus. Die Endschalldämpfer sind schon vorkonfiguriert und vormontiert mit dem entsprechenden Stellmotor. Hier ist ein Stecker, der später einfach in das Modul eingesteckt wird. So sieht es aus. Und ganz wichtig, wir liefern die Auspuffanlagen serienmäßig mit dieser Endkappe. Das ist eigentlich die, wo am häufigsten verwendet wird. Aber wir haben optional auch noch die sogenannte Slash-Cut-Endkappe. Die sieht dann so aus, wird einfach ausgetauscht mit drei Schrauben. Dann wird aus dieser Street Fighter Endcap wird eine Slash-Cut-Endkappe. Ich laufe gerade mal zu dem Motorrad, weil wir haben das auch hier einmal Genau verbaut. hier an dem Motorrad ist die verbaut. Das sieht schon ziemlich martialisch aus und ich finde, das passt auch gut zu dem Stil von dem Motorrad, speziell bei den Bobbern. Das ist jetzt zwar eine Cafe Racer, aber bei den Bobbern gefällt mir das, oder ist das mein Favorit, die Endkappe. Und ja, genau, so ist es. Und so sieht es also aus. So kommen die Dinger. Der Stellmotor ist auch schon komplett verbaut. Das ist die elektrische Ansteuerung, wie gesagt. Halter sind alle mit dabei. Es ist Plug and Play, ist ein bisschen vielleicht zu viel gesagt. Es ist schon Plug and Play, wenn man die Auspuffanlage oder wenn man ein bisschen handwerklich versiert ist. Aber es ist eine reine Montagezeit von ungefähr 2,5 Stunden, diese Auspuffanlage zu montieren. Es ist auf jeden Fall alles dabei für R80 oder für R100. Die ganzen Halter, die ganzen Anschlüsse, die Regelboxen, die Blackboxen und so weiter. Das ist alles mit am Start, wenn ihr die Auspuffanlage hier bestellt. Wie vorhin bereits erwähnt, ist unsere Auspuffanlage genau ein Jahr auf dem Markt jetzt. Und alle Motorräder, die wir aktuell verkaufen, sind mit einer Jekyll und Hyde Auspuffanlage ausgestattet. Ihr könnt die Auspuffanlagen auch in unserem Online-Shop kaufen für alle Selbstschrauber. Ganz einfach bestellbar in unserem Online-Shop. In der Zeit, in der wir jetzt die Auspuffanlage haben, wie gesagt, ein Jahr, da gab es immer wieder die ein oder andere Frage von euch, die Auspuffanlage betreffen. Und da haben wir jetzt uns mal die Mühe gemacht, die Fragen oder die wichtigen Fragen herausgepickt. Und da hat die Marlene jetzt mal einen kleinen Fragenkatalog erstellt, den ich euch jetzt gerne beantworte. Also die erste Frage: Ergibt sich bei geschlossenen Klappen ein Leistungsverlust? Also diese Frage kann ich direkt mit Nein beantworten. Habe ich ja vorhin eindrucksvoll mit unserem Leistungsdiagramm widerlegt. Die Anlagen sind spezifisch für die R80 und die R100 Motoren entwickelt worden. Da wäre es Schwachsinn, eine Auspuffanlage zu entwickeln, die weniger Leistung hat wie die Serienanlage. Und dass die Klappenanlagen an sich vom System her was richtig Komplexes sind, das können wir uns jetzt mal anschauen auf einer speziellen Grafik, die wir für euch haben. Hier ist ganz gut zu erkennen, wie der Abgasstrahl verläuft, jetzt bei der geschlossenen Klappe. Ihr seht, der wird recht aufwendig umgeleitet durch ein Dämpferkanalsystem, bevor er schlussendlich absorbiert wird. Und das Gleiche sehen wir jetzt nochmal mit der geöffneten Klappe. Da geht der Abgasstrahl natürlich komplett durch, aber wird vorher noch gedämpft und das gibt am Ende die Klangfarbe des Auspuffs oder der Abgasanlage. Ihr seht, es ist ein recht komplexes System. Es ist nicht so simpel, wie die meisten einfach denken. Wenn die Klappe zu ist, dann prallt der Abgasstrahl einfach gegen die geschlossene Klappe. Das ist alles schon mit Sinn und Verstand konstruiert. Zweite Frage: Müssen nach der Montage der Klappenauspuffanlage die Vergaser neu bedüst werden? Auch das ist eine Frage, die ich mit Nein beantworten kann. Wir verbauen bei sehr vielen Maschinen die Del-Otto-Vergaser, so wie sie jetzt auch hier verbaut sind. Die sind Plug and Play
passend für die Klappenauspuffanlage. Wenn wir die Vergaser ausliefern, das Einzige, was da gemacht werden muss, man muss die Düsennadel eine Stufe tiefer stellen und dann ist es absolut passend für die Auspuffanlage. Wenn man die originalen Bing-Vergaser verwendet, dann muss lediglich die Luftgemischschraube angepasst werden, aber keine Düse muss verändert werden und keine sonstigen Einstellungen. In der Regel, muss ich noch dazu sagen, verbauen wir die Luftfilter hier, diese offenen K&N-Luftfilter oder K&N-Style-Luftfilter. Das ist ein sinnvolles Upgrade, dass das Motorrad dann ausreichend Leistung hat. Also mit der Serien-Airbox fahren wir so gut wie gar keine Motoren und da haben wir die Anlage auch nicht geprüft dafür. Entstehen bei dauerhaft geschlossenen Klappen thermische Probleme am Motor? Auch diese Frage kann man mit Nein beantworten. Aus dem Grund, wie ich es eigentlich schon in der ersten Frage beantwortet habe, weil der Rückstau der Anlage so gering wie möglich ist, auch bei geschlossenen Klappen. Das heißt, wenn ihr euch die Animation angeschaut habt, die Anlage hat zwar einen größeren Rückstau als wie mit offenen Klappen, aber nicht so einen Rückstau, dass sich dadurch eine thermische Belastung oder eine zusätzliche thermische Belastung für den Motor ergibt. Also auch hier Nein ist die Antwort. Lässt sich die Klappenauspuffanlage nur komplett schließen oder nur komplett offen fahren? Nein, das ist auch ein Gerücht, das sich jetzt schon länger hält. Die Anlage ist stufenlos verstellbar. Das heißt, mit einer Tasterbedienung könnt ihr die Anlagen öffnen und schließen, ganz normal. Ihr könnt sie aber auch nur zu 10% öffnen oder auch nur zu 20%, zu 60, 70, 80%, wie ihr möchtet. Ihr könnt es individuell auf euch anpassen, also komplett stufenlos verstellbar. Was ich dazu sagen muss, ist, da kommen wir dann auch später noch dazu, die Schalterbedienung bzw. der Taster, der darf nicht am Lenker sein, der muss irgendwo an einer anderen Stelle angebracht werden, wo man während der Fahrt in Anführungszeichen nicht hinkommt. Wir verlegen die Schalter oder wir verbauen die Schalter hier unten am Tank. Kann man theoretisch auch während der Fahrt noch umstellen, aber natürlich schwieriger, wie wenn es am Lenker ist. Aber das ist eine Vorgabe, damit die Anlage auch TÜV eingetragen wird. Genau, da kommen wir tatsächlich auch schon direkt zur nächsten Frage. Haben die Klappenauspuffanlagen eine Straßenzulassung? Ja, haben sie. Das war natürlich auch ein Entwicklungsziel, aber das TÜV-Gutachten ist noch in Arbeit. Und solange das TÜV-Gutachten noch in Arbeit ist, wird die Anlage hier bei uns im Haus aktuell eingetragen. Sobald das TÜV-Gutachten verfügbar ist, wird es automatisch mit den Anlagen verschickt. Aktuell wird die Anlage komplett hier bei uns im Haus eingetragen. Die letzte Frage, passen die Klappenauspuffanlagen auch an eine BMW R65? Also man bekommt sie passend auf die R65, wenn man die Köpfe entsprechend anpasst auf unsere größeren Krümmer. Aber ich muss dazu sagen, entwickelt, getestet wurden die Anlagen nur für die R80 und die R100 Modelle. Passend, wie gesagt, bekommt man sie für die R65, aber da kann ich keine Aussage dazu treffen, wie es da mit der Leistung aussieht oder mit dem Drehmoment und so weiter. Also passend, 100% passend, nur für R80 und für R100. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch mal kurz in die Werkstatt, dann zeige ich euch, wo die einzelnen Bauteile der Klappenauspuffanlage am Fahrzeug montiert werden. Es gibt im Prinzip bei der Auspuffanlage 3 wesentliche Bauteile. Es ist die Blackbox, der Schalter und die Stellmotoren für die Klappen. Wir beginnen mit den Stellmotoren. Die kommen mit einem speziellen Halter. Ihr könnt es hier unten vielleicht sehen. Das sind die beiden Stellmotoren. Da sind die Halter mit dabei. Die Befestigung ist mit dabei. Die Kabellänge der Schalter an der Klappenauspuffanlage haben genau die Länge, damit es hier hinten befestigt werden können, die Stellmotoren. Also das ist alles vorgegeben. Die zweite Komponente ist der Schalter. Wie ihr seht, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir verbauen sie unter dem Tank. In dem Fall ist es hier. Und die dritte Komponente ist eigentlich die wichtigste. Das ist die Blackbox. Das ist das Element hier. Die kleine Blackbox. Das ist auch schon alles vorverkabelt mit einer Überlänge, sodass ihr das genau auf euer Fahrzeug anpassen könnt. Wir haben es jetzt schon hier in unseren Kabelbaum integriert. So sieht es aus. Das sind die 3 Bauteile, die ihr braucht, um die
Jekyll und Hyde Klappenauspuffanlage zu bedienen. Und wie gesagt, Bauzeit oder Montagezeit müsst ihr mit 2,5 Stunden rechnen. Ihr seht also, das ist faktisch die beste Auspuffanlage für BMW R80 und R100 Modelle. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Im Prinzip dürften keine Fragen mehr offen sein. Falls doch, schreibt sie gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Ansonsten bleibt mir nur noch eines. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Hasta